doesn't have to have a moon in the sky. My romance doesn't need a blue lagoon standing by. No month of May. Wow. Er ist da endlich. Ja, das ist ein Sonderdruck, ein Exempel. Und dann jetzt habe ich freigegeben, das viel mehr zu drücken. Ja, das ist wunderbar, ein tolles Gefühl, eigene Buch in der Hand zu haben. Die letzten paar Monate, ich habe nur noch für das Kochbuch gelebt, morgens bis abends, nachts sogar. Ja, geschrieben, gekocht, fotografiert, korrigiert. Ja, es war viel Schweiß und Herzblut drin. Aber auch, es war sehr spannend und schön, dass ich so viele schöne Erinnerungen zurückgeholt habe und ja, auf die Papierform schreiben konnte. So, my name is Duncan Galloway. Ich bin der long-suffering man von Bonnie Kim. Ich wollte nur ein paar Fragen stellen. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, ein Kochbuch zu schreiben? Vielleicht kann man sagen, dass Kochen mir in die Wiege gelegt wurde. Meine Mutter war in der traditionellen koreanischen Küche sehr bewandert. Hast du von ihr gelernt, oder wie? Ja, mehr oder weniger, ja. Von klein auf habe ich beim Kochen meiner Mutter zugeschaut und mir viele ihrer Rezepte mir angeeignet. Diesen kulturellen Schatz wollte ich gerne auf ein Buch bringen. Das große Interesse meiner deutschen Freunde ermutigt, die mehr über das Essen und Esskultur meines Heimatlandes Korea zu erfahren wollten. Und das Buch ist auf Deutsch? Ja. Kommt da in Englisch? Die werde ich auch gleich, wenn ich die Sache in der Wege gebracht habe, werde ich gleich anfangen auf Englisch zu schreiben. Ich hoffe, dann werde in 6 Monaten. Jolly good. Also, dann erzähl mal, was ist besonders mit diesem Buch? Ja, es geht nicht nur um Rezepten und schöne Essensbilder. Es geht um koreanische Esskultur und Geschichten und Umgangsformen und persönliche Geschichte. Jedes Gericht hat das gewisse Etwas und das habe ich beschrieben. Ich bin immer erstaunt, dass ich habe jemand erzählt, wenn die Koreaner im Urlaub, also bei Engländer oder Deutsche vielleicht, man fragt, wie war das Wetter im Urlaub, ne? Aber bei Koreaner, wie war das Essen? Das ist alle die erste Frage, gell? Ja, das ist eine der sehr Hauptthema unter schon Koreaner, wichtig, ja, dass wir immer über Essen sprechen. Sie fragen nicht, wie hast du dich so gefreut, deine Heimat wiederzusehen oder deine Freunde zu sehen? Und die fragen sofort, was hast du gegessen in der Heimat? Das hatte ich bewusst, als ich dich kennengelernt habe. Ne? Du hast also in Singapur dieser Food mal gestürmt bei der Kimchi, gell? Erzählt das in dem Buch oder ist das? Nein, das habe ich auch nicht. Sonst, dieses Buch wird dann 1000 Seiten. Ich kann nicht alles erzählen, aber ich habe ein paar Anekdoten und Geschichten und das ist alles verbunden mit diesem Gericht. Habe ich ja auch in der Buch. Also jeder Rezept hat eine kleine Geschichte, ja, oder? Ja, okay. Meistens, ja. So persönliche Geschichten, natürlich, es war mir auch sehr wichtig, dass ich die Leute zum Beispiel bezapte, wann das sie überhaupt angefangen haben. Und das ist, wir haben unsere Königreich gehabt und ja, und ich habe das historische Background habe ich auch geschrieben. Von dem Rezept, ja? Ja, okay. Rezept, ja. Jeder Rezept hat seine eigene Geschichte, wann und wo und überhaupt angefangen haben, ne? Und diese Entwicklung. Und das ist die besondere, ich habe versucht, nicht nur so Rezepte und ein schönes Bild zu machen, sondern alles in einem so ein bisschen über koreanische
Geschichten über die Essen, also und dann auch meine persönliche Geschichte mit dem bestimmten Gericht, das habe ich auch beschrieben und dann natürlich auch einige wunderschöne persönliche, meine Familienfotos ist auch dabei, was sich auch mit dem Essen auch verbindet. Und meine Grafikdesignerin Katja Jäger hat da einige Illustrationen, also entworfen. Die Zu Designerin, meiner ne? Geschichte, ja, Aha. die Designerin. Sieht toll aus. Sie ist absolut ein Hammer. Also sie hat so tolle Sachen gemacht und das Ergebnis ist einfach klasse. Und wir haben dem Buch eine ganz besondere Optik verliehen. Ja, darüber bin ich sogar. Die Augen machen mit. Ja, genau. Ja, ich bin auch ein bisschen stolz, dass wir das hinbekommen haben. Das zu sagen. Und sehr wichtig, wie kann man das Buch bestellen oder wann kommt das Buch überhaupt? Ja, es ist jetzt, heute ist angekommen, dieses Buch. Es ist eine Sonderdruck. Man wollte gerne auch wissen, bevor wir viele drücken lassen, dass das alles in Ordnung ist. Und ich habe diese jetzt freigegeben und die wird also voraussichtlich 23. November bei mir geliefert. Also in guter Zeit für Weihnachten, oder? Absolut, ja. Als ein kleine Weihnachtsgeschenk-Idee, Leute. Ja, obwohl dieses Buch ist für überhaupt ganze Season, auch sogar nächste 10, 20 Jahre, also weil diese Rezepte, was hier drin ist, schon seit 100 Jahren schon alte und die wird sich nicht ändern. Also, aber es ist eine sehr gute Idee für Weihnachtsgeschenk. Und bestellen bei der Website oder wie ist das? Amazon oder Website? Erstmal, ich habe sehr viel, natürlich, ich wollte gerne meine Kunden einfacher zu machen. Und erstmal, ich versuche, einen Link werde ich in meine Social Media und an meine Website geben. Und da ist so ein System, PayPal-System. Das kann man bestellen, ne? So einfach Klick machen, das ist nicht schwer zu machen. Und Amazon werde ich, ein bisschen später mal, ich werde einige so eine Seller, nennt man Amazon Seller Seiten. Jeff Bezos hat genug Geld, gell? Ich werde sehen, ich werde auch dort mein Buch auch anbieten. Aber das wird ein bisschen dauern. Okay. Aber sofort, ihr könntet schon jetzt vorbestellen in meine Seite, mein Link und ihr werdet dann, Ende November, Anfang Dezember vor Weihnachten bekommt ihr mein Buch. Ich freue mich. Ja. My romance doesn't have to have a moon in the sky. My romance doesn't need a blue lagoon standing by. No month of May, no twinkling stars, no hideaway, no soft guitar. My romance doesn't need a castle rising in Spain, nor a dance to a constantly surprising refrain. Wide awake, I can make my most fantastic dreams come true. My romance doesn't need a thing but you.
My romance doesn't need a castle rising in Spain or a dance to a constantly surprising refrain. Wide awake, I can make my most fantastic dreams come true. My romance doesn't